Unser nächster und letzter Teil der Reise führt uns nach Sekigahara. Hier fand am 21. Oktober im Jahre 1600 das große historische Ereignis, die Schlacht von Sekigahara, statt. Hier kämpften die eine Fraktion mit Tokugawa Ieyasu an der Spitze, der als Sieger der Schlacht hervorgehen sollte, gegen die Gegenfraktion, angeführt von Ishida Mitsunari. Diese Schlacht ist sehr wichtig für die Geschichte Japans, da man hier oft das Ende der Sengoku-Zeit ansiedelt, mit dem darauffolgenden Übergang zur Edo-Zeit. Sekigahara an sich ist ein sehr kleines, ruhiges Städtchen. Am Bahnhof befindet sich ein kleiner Souvenirshop, an dem man draußen eine Art kleine Stempelrallye machen kann. Und diese konnte man sogar als Souvenir mitnehmen. Die ältere Dame aus dem Laden hat zu fast jedem der Daimyo etwas erzählt, während man die richtigen Familienwappen dem dazugehörigen Samurai zuordnete. Ich hätte mich im Nachhinein so gerne länger mit der Dame unterhalten, aber ich war so aufgeregt und wir wollten ja auch direkt weiter auf das Schlachtfeld. I love Sekigahara. Nachdem wir uns etwas im Souvenirshop umgeschaut hatten, haben wir ein historisches Museum besucht. Dort waren Replika aller wichtigen Daimyo ausgestellt. Für mich war es in der Hinsicht besonders interessant zu sehen, wie sehr das Design der jeweiligen Rüstungen und Helme in der Game-Reihe Sengoku Musou, im Deutschen bekannt unter dem Titel Samurai Warriors, übernommen wurde. Das fand ich sehr faszinierend. Danach ging es zum Higashi Kubizuka. Hier wurden alle Leichname enthauptet. Als Zeichen des Friedens ließ Tokugawa alle Krieger beider Fraktionen zusammen bestatten, um zu signalisieren, dass alle gleich sind. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass an so einem Ort so viele Köpfe lagen. Direkt in der Nähe lag das letzte Camp Tokugawas vor der großen Schlacht. Ein großer Platz, an dem vorne sogar ein Schild hing, dass man bitte nicht golfen soll. Wir sind die Strecken mit dem Auto gefahren. Ich würde auch empfehlen, entweder mit dem Auto herzukommen oder ein Fahrrad auszuleihen. Die Camps liegen wirklich so weit voneinander entfernt. Es ist eine wahre Schnitzeljagd und zu Fuß kann man dies unmöglich an einem Tag schaffen. Und da es in Sekigahara, soweit ich gesehen habe, keine Hotels gibt, müsste man außerhalb übernachten. Selbst an Kombinis gibt es nur einen am Rande des Städtchens. Hier seht ihr das Monument der großen Schlacht. Hier haben vor vielen, vielen Jahren viele Krieger gekämpft und nun sind es friedliche, stille Felder, auf denen Reis angebaut wird. Als nächstes ging es zum Camp von Ishida Mitsunari. Dies lag auf einem Hügel. Am Fuße dieses Hügels konnte man das Camp von Shimasakon finden, ein treuer Anhänger Ishidas Fraktion. Es ging recht hoch auf den Hügel und auf dem Weg hoch fand ich eine sehr hübsche Eidechse. Seht euch mal diesen schönen Schwanz an. Hier ist das Camp Ishida Mitsunaris. Was für ein Ausblick. Es gab eine interaktive Karte, die einem auf Japanisch und Englisch die Schlacht erklärte. Von hier aus sah man alles. Auch das Camp Hideakis, der erst auf der Seite Ishidas kämpfte, ihn aber dann während der Schlacht von Sekigahara verraten hat und sich auf die Seite Tokugawas geschlagen hat. Auf dem Weg hinab habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Gottesanbeterin in freier Wildbahn gesehen. Weiter ging es zum Camp von Shimazu Yoshihiro.
Ihr seht, die Camps liegen wirklich verstreut an den Rändern des Feldes. Es gab einige Leute, die unterwegs waren, hauptsächlich Ältere. Man erkannte sie an den Karten, die wir auch am Bahnhof bekommen hatten. Alle suchten nach den gut versteckten Camps. I'm not sure, I have to ask her, but many. She visited many places. Mainly Ishida related. Das Grab von Otani war sehr schwer zu finden. Man musste in einen schmalen Waldweg rein und am Ende gab es keinerlei helfenden Wegweiser. Wir sind umgekehrt, da wir nicht genau wussten, wo es lag. Und da es eine Warnung wegen Bären gab, wollte ich das Auto auch ungern im dichten Wald verlassen. Otani Yoshitsugu hegte eine enge Freundschaft mit Ishida Mitsunari. Er litt an Lepra. Er erlag allerdings nicht der Krankheit, sondern beging Harakiri. Nebenbei noch eine kleine Erzählung, die schildert, wie stark die Freundschaft zwischen Otani und Ishida war. Bei einer Teezeremonie wurde die Schale mit dem Tee herumgereicht, aus die jeder trinken sollte. Als Otani von der Schale trank, fiel etwas von seinem Eiter in die Schale. Er bemerkte es zu spät, denn die Schale wurde weiter herumgereicht. Jeder darauffolgende verzog das Gesicht und wollte nicht weiter daraus trinken. Die Schale landete letztendlich bei Ishida, der den Tee mit allem, was darin war, ruhig austrank. Das Camp von Honda lag auch sehr versteckt. Während die anderen auf Wiesen oder zwischen Bäumen zu finden waren, lag sein Camp zwischen Wohnhäusern. Honda Tadakatsu galt als einer der stärksten Samurai. Die Schlacht von Sekigahara soll sein 57. Kampf gewesen sein und er soll die Schlachten davor ohne einen einzigen Kratzer überlebt haben. Seine Rüstung war aber auch wirklich sehr eindrucksvoll. Er trug ein großes Geweih auf dem Helm. Die letzte Stelle, die wir besuchten, war die von Shimazu Toyohisa. Er wollte flüchten, aber er kam nicht weit, da er seinen Verletzungen erlag. Ich war sehr beeindruckt von diesem Ort. Man kannte diesen nur von Erzählungen, Verfilmungen, Games und weiterem. Es war ein ganz krasses Gefühl, das alles mal live zu sehen und sich vorzustellen, wie dort Leute gekämpft haben, gefallen sind oder siegten. Danach ging die Fahrt zurück, etwas Richtung Tokio. Wir haben allerdings noch davor Halt an verschiedenen Rastplätzen gemacht. Es gab überall so tolle Sachen und besonders Omiyage. Wir hatten überlegt, wo wir die letzte Nacht vor Tokio übernachten. Ich hatte Nagoya vorgeschlagen, da es nicht weit weg war, aber mein Mann hatte etwas recherchiert und fand ein ganz tolles Ryokan. Irgendwo im Nirgendwo. Wortwörtlich, das war es. Selbst die Kombini waren weit weg. Es gab keine Restaurants in der Nähe und selbst der Bahnhof war irgendwie kein richtiger Bahnhof, sondern sah eher aus wie ein etwas größerer Bahnübergang. Das Ryokan warb auch damit,
sich als Gast gehen zu lassen und den Stress um sich herum zu vergessen. Es gab auch auf den ersten Blick kein WLAN. Ich hatte erst am nächsten Tag den Key auf einem kleinen Zettel im Eingangsbereich gefunden, aber es tat auch mal richtig gut, sich zu entspannen. Am Eingang waren Schwalbennester. Leider hat man diese schlecht gesehen, weil es schon dämmerte. Das Ryokan lag direkt am Fluss und auch unser Zimmer lag Richtung Fluss. Es war wundervoll. Abends ging es dann ins Ryokan. An den Fensterscheiben liefen Geckos rum, das war so niedlich. Das Rotemburo, also das Onsen außerhalb, hatte ich ganz für mich allein. Ich schloss die Augen und lauschte dem Flussrauschen. Das Ryokan war wirklich etwas Besonderes. I don't mind that it's small. Aber be careful with mosquito. Wow. Ich danke dir so sehr für diese tolle Reise. Zeit aufzubrechen. Wir sind am Fuji vorbeigefahren und an einer Raststätte gab es sogar eine Plattform, von wo aus man ihn sehen konnte. Naja, was heißt sehen? Leider war es etwas bewölkt an dem Tag und er hat sich ein wenig versteckt. Dafür habe ich ihn hinterher nochmal erwischt. So, das war er, unser kleiner Sengoku-Trip. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vor allem bei der heutigen Geschichtsstunde vielleicht etwas lernen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen strammen Daumen hoch da, empfiehlt meinen Channel weiter für Japan-Begeisterte und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. In diesem Sinne also, viele liebe Samurai-Grüße und bis zum nächsten Video.